Ja moin, hier ist wieder eure Kröte. Könnt ihr euch noch an die Typ 2A aus Battlefield 5 erinnern? Die gibt es seit Release auch in Battlefield 6 und wir alle haben drauf geschlafen, ohne es zu bemerken. In diesem Video will ich mit euch mal über die KV-9 sprechen. Das ist eine der MPs, genauer gesagt sogar die MP mit der allerhöchsten Feuerrate von allen Waffen im Spiel. Die ballert einfach unfassbare 1080 Schuss in der Minute raus und damit erinnert die mich so stark an die Typ 2A. Mit dem einen Unterschied, dass die 2A damals von allen gespielt wurde und die KV-9 gefühlt von kaum jemandem. Dass die kaum einer spielt, hat sicherlich auch Gründe, auf die ich hier im Video eingehen möchte. Später im Video gibt es auch wieder zwei Loadouts. Eines für Anfänger, wenn die Waffe noch Low-Level ist und ein finales für den Zeitpunkt, wenn man alle wichtigen Aufsätze freigespielt hat. Auf jeden Fall ist die KV-9 so eine typische Waffe, die man entweder wirklich liebt oder wirklich überhaupt nicht mag. Mit standardmäßigen 17 Schuss im Magazin lädt man hier nämlich konstant und ständig nach. Gefühlt lädt man teilweise sogar öfter nach, als man tatsächlich mit der Waffe feuert. Das ist tatsächlich wohl auch einer der Hauptgründe, warum diese Waffe so wenig gespielt wird. Auch die allgemeinen Stats wie Präzision und Co. sind auf dem Papier erstmal nicht so geil im Vergleich zu anderen Waffen. Aber nicht immer erzählen die Stats unbedingt die Wahrheit darüber, wie sich eine Waffe dann tatsächlich verhält. Die ist nämlich viel präziser, als die kleinen Balken behaupten. Und ich sag schon mal vorweg, das Video hier ist nicht neutral. Ich zähle mich nämlich auf jeden Fall zu den Fanboys dieser Waffe. Laut Ingame 3-Wort Waffencharakterisierung ist die KV-9 aggressiv für kurze Distanz und hat eine hohe Feuerrate. Und damit wird eigentlich auch schon perfekt der Spielstil umrissen, den man an den Tag legen sollte, damit man mit der Knarre auch Spaß hat. Am erfolgreichsten spielt sie sich wirklich auf kurze Distanz, wenn man möglichst aggressiv mit der Waffe spielt. Hierbei kommt es auf zwei Sachen absolut an, damit ihr erfolgreich seid. Erstens, das Timing beim Nachladen. Wenn ihr nachladet, nachdem ihr den ersten Gegner geholt habt, aber noch zwei andere vor euch stehen, geht er natürlich hops. Zweitens, euer Movement. Das muss beständig und aggressiv ausfallen. Ihr solltet mit der Waffe nicht zu lange stationär bleiben. Bleibt wirklich immer in Bewegung, versucht so gut es geht, die zwei Punkte zu kombinieren. Rennt rein, holt ein oder zwei Gegner und rennt sofort wieder weiter in Deckung und ladet dabei nach. Nutzt euer Movement wie eine mobile Deckung, um die nötige Zeit zum Nachladen zu haben. Wenn ihr dann das Magazin wieder voll habt, rennt wieder rein, holt die restlichen Gegner, vor denen ihr eben noch geflohen seid. Generell kann man sagen, sind mit dem 17er Magazin im Close Combat zwei Gegner drin. Wenn ihr nicht das Magazin im Dauerfeuer leer drückt, sondern auf jeden Gegner nur so lange tappt, bis er umkippt. Wenn ihr perfektes Timing habt, sind schon mal 3 Gegner maximal drin, bis ihr wieder nachladen müsst. Dafür muss aber leider auch ziemlich viel stimmen. Euer Aim muss sitzen und ihr dürft nicht zu lange feuern. Haut ihr nur einige Schuss daneben, wird es echt schon schwierig. Mir ist das leider auch oft genug passiert, dass ich ein komplettes Magazin für einen Gegner brauchte. Oder im schlimmsten Fall der Gegner nach einem Magazin sogar noch stand, weil ich kurz veraimt habe, während ich Dauerfeuer gegeben habe. Und die Kombi aus 1080 Schuss und 17er Magazin scheißt euch dann richtig auf die Füße und das war's mit eurem Tag. Habt ihr euch damit aber erstmal eingespielt, ist das richtig belohnend, mit der Waffe unterwegs zu sein. Kommen wir aber mal zu den übrigen Stats. Der Schaden sieht folgendermaßen aus. Bis 10 Meter braucht ihr 4 Schuss bei 25 Schaden, bis 20 Meter 5 Schuss bei 20 Schaden, bis 35 Meter dann schon 6 Schuss bei 16,7 Schaden und bis 75 Meter dann 7 Schuss bei 14,3 Schaden und ab 75 Meter bis ins Endliche sind es dann immer 8 Schuss bei 12,5 Damage. Die Time to Kill ist bis 10 Meter bei 175 Millisekunden die zweitschnellste von den NPs. Nur die SCW-10 ist hier schneller mit 158 Millisekunden. Insgesamt lässt sich die SCW-10 leichter spielen auf denselben Distanzen, vor allem aufgrund des größeren Magazins. Die schnellere Time to Kill ergibt sich durch den hohen Schaden trotz der langsameren Feuerrate. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die KV-9 nicht gerade beliebt ist. Andere Waffen spielen sich halt einfach leichter und viel universeller als die KV-9 und verlangen eben nicht vom Spieler, sich so stark der Waffe anzupassen. Hätte die KV-9 standardmäßig ein 30er Magazin, würde ich aber meinen linken Hoden drauf verwetten, dass sie sofort eine der beliebtesten Waffen wäre. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn man sich darauf einlässt und die Waffe so zu spielen lernt, wie sie gespielt werden möchte, ist sie unglaublich belohnend und satisfying im Spielgefühl. Kommen wir aber mal zu dem, worauf ihr doch schon alle wartet, die besten Aufsätze für die Waffe. Die folgenden Aufsätze habt ihr eigentlich super fix freigespielt und haben mir ziemlich früh als Anfänger-Loadout gut gefallen. Das Mündungsfeuer, um nicht mehr auf der Minimap aufzuleuchten und nicht mehr 3D gespottet zu werden. Als Handgriff der Vertikallegierung. Der erweiterte Lauf für schnelleren Übergang zum Visier und höhere Projektilgeschwindigkeit. Der rote Laser, 17 Schuss, Schnelllademagazin, sobald es verfügbar war. Und als Visierung habe ich die 2,5-fach Optik genommen. Aber jeder nimmt hier bitte das, worauf er am besten klarkommt.
Vielleicht fragt ihr euch an der Stelle, warum ich die 2,5-fache Optik genommen habe und nicht eine der Optiken, die wirklich für den Nahbereich gedacht sind. Ganz einfach, denn obwohl die Waffenstatistiken, wie anfangs erwähnt, hier etwas ganz anderes sagen im Vergleich zu anderen Waffen, finde ich nämlich, dass die Waffe selbst auf den Mittelbereichen und auch weiter entfernten Bereichen noch übelst präzise ist. Jedenfalls, wenn man die Waffe hier durchtappt, habe ich regelmäßig auch Gegner auf 75 Meter noch geholt. Das ist mit ein weiterer Grund, warum ich die Waffe tatsächlich auch inzwischen so liebe. Denn obwohl die eigentlich nur für kurze Distanzen gedacht ist, kann man die trotzdem genauso gut auch im Eroberungsmodus spielen, wo man eben nicht wie bei Team Deathmatch maximal 20 Meter vom Gegner entfernt ist, sondern auch gerne mal weiter weg ist. Hier hilft natürlich die 2,5-fache Vergrößerung mehr als ein 1,0er Visier. Ja, natürlich spielen sich hier auf den weiteren Distanzen natürlich andere Waffen effektiver und auch wieder leichter. Das ist mir natürlich absolut klar. Ich will nur sagen, dass man mit der Waffe dann trotzdem nicht aufgeschmissen ist und immer noch erstaunlich gut und erfolgreich damit spielen kann. Und was die Waffe vor allem zu anderen Waffen unterscheidet, ist, dass sie ein komplett eigenes Spielgefühl bietet. Während sich die PW5 oder auch SL9 in meinen Augen recht ähnlich und austauschbar anfühlen, ist die KV9 halt wirklich anders. Kommen wir aber mal zum finalen Loadout für die Waffe. Das sieht so aus. Der Handgriff, Laser und die Optik sind geblieben. Der erweiterte Lauf wurde wieder durch den normalen ersetzt, um Punkte einzusparen. Dafür haben wir dann den Schalldämpfer für 20 Punkte reingenommen. Und ganz wichtig, das Magazin mit 23 Schuss. Ich habe hier viel rumprobiert. Ihr könntet auch den angewinkelten Handgriff, der euch mehr Mobilität gibt, statt dem vertikalen nehmen. Ich habe die anderen Schalldämpfer probiert, Laser und Handgriff ganz weggelassen für den besten Schalli und den erweiterten Lauf. Aber letztendlich war das obige Setup dann das, an dem ich hängen blieb, weil es sich für mich so angefühlt hat, dass man damit spielerisch die angenehmsten Kompromisse eingeht zwischen Präzision und Hipfire. Wichtig ist aber vor allem, dass ihr das erweiterte Magazin und einen Schalldämpfer drin habt. Das erweiterte Magazin gleicht einfach die größte Schwäche der Waffe ein gutes Stück aus und steigert dadurch eure Überlebenschancen einfach massiv. Zusammen mit dem Schalldämpfer könnt ihr dann wirklich nette Flanks machen und dem gegnerischen Team von hinten in den Rücken fallen und einfach viel länger unentdeckt bleiben. Ihr könnt den Rest gerne nach persönlichem Geschmack verändern, aber ein größeres Magazin und ein Schalldämpfer sind auf der Waffe wirklich ein Muss. Die Thermalvisiere lohnen sich meiner Meinung nach übrigens überhaupt gar nicht auf der Waffe. Dafür schränken sie das Sichtfeld viel zu stark ein auf den kurzen Distanzen, auf denen ihr die Waffe spielt. Also Leute, haut doch mal raus. Spielt ihr die Waffe schon oder gehört ihr auch eher zu der großen Masse, die die Waffe nicht mögen? Und wenn ihr die Waffe spielt, welches ist euer finales Loadout der Aufsätze? Haut's mir in die Kommentare. Welche Waffe wollt ihr als nächstes vorgestellt haben? Gerne auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne durch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Videos in der Richtung mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Kröte.